Manchmal beginnt Veränderung einfach damit, dass man wieder spürt, worauf man steht. Ich habe mir früher ehrlich gesagt nie groß Gedanken gemacht, was für eine Art Schuhe ich eigentlich trage. Absatzschuhe oder High Heels waren sowieso nie mein Fall. Ich war da eher immer Team Turnschuh oder Chucks. Vor mehr als 8 Jahren hat mir meine Tochter damals von Barfußschuhen vorgeschwärmt und wir haben uns damals gemeinsam einfach welche bestellt, um sie mal auszuprobieren. Jetzt nach all der Zeit möchte ich euch mal ein bisschen darüber erzählen, wie unsere Langzeiterfahrungen mit dieser Art Schuhe sind. Und darum habe ich die Herbstferien und einen Besuch bei meiner Tochter dafür genutzt, um mit ihr gemeinsam dieses Video aufzunehmen. Also, wenn euch das Thema interessiert, bleibt gern dran und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Die ersten Barfußschuhe, die wir uns damals bestellt haben, waren von Wildling. Und das war für uns beide so eine kleine Entdeckung. Wir haben damals sogar ein gemeinsames Video dazu gedreht, weil das eine unserer ersten Kooperationen hier auf meinem Kanal war. Damals hätte ich nie gedacht, dass uns dieses Thema so lange begleiten würde. Jetzt, mehr als 8 Jahre später, stehen wir hier wieder im Hausflur meiner Tochter, umgeben von den Schuhen aus all den Jahren. Vom allerersten Paar bis zu den Modellen, die wir heute so im Alltag tragen. Und wenn man die so nebeneinander sieht, dann erzählen sie schon fast selber eine Geschichte über ganz viele Wege, Jahreszeiten und viele Kilometer, wo sie getragen wurden. Vielleicht fragen sich jetzt einige, was an Barfußschuhen eigentlich so besonders ist. Im Grunde ist die Idee ganz einfach. Sie schützen die Füße, ohne sie einzuengen oder zu stützen, so wie es eben ist, wenn man barfuß läuft. Bei den Wildlingen zum Beispiel sind die Sohlen auch ganz dünn und flexibel, damit sich der Fuß so richtig frei bewegen kann, so wie er eben von Natur aus gebaut ist. Es gibt natürlich auch Barfußschuhe anderer Hersteller, bei denen die Sohle ein bisschen dicker ist, für diejenigen, die lieber ein bisschen mehr Material unter den Füßen haben. Aber Barfußschuhe haben zum Beispiel auch keinen Absatz, kein festes Fußbett und die Zehen haben genügend Platz, sich zu spreizen. So kann nämlich die Muskulatur wieder richtig mitarbeiten und der Körper lernt wieder, sich beim Gehen selber zu stabilisieren. Wenn man so die verschiedenen Modelle anschaut, die wir über die Jahre so getragen haben, sieht man auch, wie vielfältig die Auswahl inzwischen geworden ist. Von leichten Sommerschuhen über knöchelhohe Varianten bis zu Modellen hin mit durchgängiger, hochgezogener Sohle, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Und weil man draußen einfach am besten sehen und spüren kann, was ein Barfußschuh wirklich ausmacht, haben wir unsere aktuellen Lieblingsschuhe angezogen, die Hunde geschnappt und sind raus in den Wald gegangen. Gerade jetzt, wo es im Herbst schon so richtig frisch wird, tragen wir die Wildlinge am liebsten mit dicken, gestrickten Socken oder einer weichen Einlegesohle. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man Barfußschuhe sowohl mit Röcken als auch mit Hosen super kombinieren kann. Für uns passen die einfach zu jedem Alltagslook und sind nie wirklich fehl am Platz. Am Anfang war die Form der Schuhe vorne am Spann für uns erstmal so ein bisschen ungewohnt, weil die breiter sind, als man das sonst so von Schuhen kennt. Aber das hat sich bei uns schnell gelegt, weil einfach das Laufgefühl das sofort wieder ausgleicht. Und wenn man einmal merkt, wie frei sich die Füße darin bewegen können und wie leicht das gehen wird, ist einem die Optik irgendwann mal egal. Also so ging es zumindest uns. Und so zu laufen, das fühlt sich auch viel besser an, als in jedem Schuh, der einfach nur schön aussieht. Ach, so ein Herbstspaziergang ist schon was Herrliches. Wenn sich die Bäume bunt färben und das Laub unter den Füßen raschelt, dann spürt man sofort, wie man innerlich ruhiger wird. Überall riecht's nach feuchter Erde, nach Moos und nach Pilzen. Und wenn die Sonne mal rauskommt, dann hebt man automatisch den Kopf und lässt sich einfach nur wärmen.
Wenn man im Wald oder generell mit Barfußschuhen unterwegs ist, spürt man jeden Untergrund. Moos, Erde, Steine, kleine Wurzeln, mal weich, mal fester, mal uneben. Dieses Gefühl, den Boden wirklich zu spüren, das macht was mit einem. Man wird viel präsenter beim Laufen, achtsamer. Und die Füße, die arbeiten wieder richtig mit, weil sich jeder Schritt lebendig anfühlt. Und man merkt, dass die Bewegung nicht nur an den Füßen passiert, sondern sich durch den ganzen Körper zieht. Von der Wade über die Beine bis in die Hüfte und damit die gesamte Körperhaltung betrifft. Früher hatte ich oft Schmerzen in meinen Gelenken, gerade im Bereich der Hüfte, weil ich unter anderem auch ein leicht verkürztes Bein habe. Die Ärzte, die wollten mir immer wieder Einlagen verschreiben, aber ich habe sie nie getragen, weil ich damit sogar noch mehr Schmerzen hatte. Heute weiß ich, das war intuitiv genau das Richtige, denn seit ich Barfußschuhe trage, sind auch meine Hüftschmerzen verschwunden. Mein Körper hat sich nämlich verändert, der hat sich selber wieder neu ausgerichtet und zwar ganz ohne Druck und ohne Zwang einer Einlage. Und vielleicht ist es genau das Faszinierende daran, dass der Körper oft selbst weiß, was ihm gut tut, wenn man ihn einfach machen lässt. Für uns ist es auch das Schönste, dass man beim Gehen wieder das Gefühl bekommt, wirklich mit der Erde verbunden zu sein. Nicht abgetrennt durch dicke Sohlen, nicht künstlich abgestützt durch Fußbett oder Absätze, sondern einfach seinem natürlichen Gang, so wie man eben läuft, wenn man keine Schuhe anhat. Und das Barfußlaufen mit das Gesündeste ist, ich glaube, das haben viele mittlerweile längst erkannt. Denn wer regelmäßig in Barfußschuhen läuft, der merkt ziemlich schnell, wie viel mehr dahinter steckt. Gerade durch die dünnen und flexiblen Sohlen der Wildlinge entsteht ein ziemlich enger Kontakt zum Boden, der die Reflexzonen an den Fußsohlen stimuliert. Davon haben wir ja unzählige und die stehen mit dem gesamten Körper in Verbindung. Dieser natürliche Reiz regt die Durchblutung an, beruhigt das Nervensystem und hilft auf die Art und Weise, dem Körper Spannung loszulassen. Man merkt, dass man eine ganz andere Gangart bekommt, viel leichter, aufrechter und natürlicher. Und genau das ist es, was uns bis heute fasziniert. Es gibt so viele verschiedene positive Aspekte, die für Barfußschuhe sprechen. Uns ist aber auch bewusst, dass es nicht für jeden passt. Für uns war es eine der besten Entscheidungen überhaupt, Barfußschuhe auszuprobieren. Und irgendwie hat es bei uns in der Familie schon längst Kreise gezogen. Meine Enkel lieben ihre Barfußschuhe, mein Schwiegersohn trägt welche und selbst meine Mama mit 74 ist inzwischen begeistert davon. Ich laufe tatsächlich in meinen Barfußschuhen meistens ohne Socken, weil ich dieses direkte Gefühl mag. Und damit es hygienisch bleibt, habe ich immer ganz dünne Einlegesohlen drin. Die wasche ich hin und wieder oder tausche sie einfach aus, wenn sie nichts mehr taugen. Und was ich noch gern mache, ist, ich tausche meine herkömmlichen Schnürsenkel einfach gegen welche aus Gummizug, die man nicht mehr binden muss. Einmal reingeschlüpft und die sitzen perfekt. Gerade bei Kindern finde ich auch Barfußschuhe super praktisch, weil sie sich kaum ablaufen, weil sie ja kein Fußbett haben und dadurch super weitergegeben werden können. Also, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, Barfußschuhe mal auszuprobieren. Ganz ohne Druck, ohne Anspruch und Schritt für Schritt. Man darf keine Wunder erwarten und es braucht einfach auch ein bisschen Zeit, bis sich Körper und Haltung umgestellt haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht kennt ihr ja selber schon Barfußschuhe und habt eure eigenen Erfahrungen gemacht. Wenn ja, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich sage jetzt mal Danke fürs Zuschauen, meiner Tochter für ihre Unterstützung und ihre Erfahrung und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, ciao, ciao.